Ich bin Uli Kronenberg. Schön, dass ihr uns auf einer Reise durch den Elsass begleitet. Unsere Elsassreise haben wir in Colmar begonnen. Die 70.000 Einwohnerstadt ist nach Straßburg und Mühlhausen die drittgrößte im Elsass. Im Stadtzentrum gibt es eine Menge hübscher Bürgerhäuser aus dem Mittelalter und der Renaissance. Mal ist es Fachwerk, mal sind es Steinbauten. Man sollte an einem Sonntagmorgen nach Colmar kommen und zuerst das am Fluss liegende Viertel Cottenoz, das französische Petit Venise, Klein Venedig, ansteuern. Dann nämlich haben die Busse noch nicht die Massen an Touristen ausgespuckt, die ab Vormittag die engen Gassen verstopfen. Jetzt zeigen die schönen Häuser und Brücken des Viertels ihren eigenen Charme. Das Fischerufer dürfte übrigens das meist fotografierte Motiv der Stadt sein. Weiter geht es in die Stadt Munster im Münstertal, etwa 20 Kilometer von Colmar entfernt am Fuß der Vogesen. Hier gibt es jede Menge Storchennester mit Störchen, so wie in vielen Orten im Elsass. Um 660 nach Christus wurde bei Munster von Benediktinermönchen das St. Gregor-Kloster gegründet. 1791 aufgelöst, wurde es im Ersten Weltkrieg weitgehend zerstört. Der Stadtname Munster kommt übrigens von Monasterium, dem lateinischen Wort für Kloster. Gleich neben Colmar liegt der kleine Winzerort Turkheim, eine schöne alte Stadt mit Fachwerkhäusern und durch eine Stadtbefestigung aus dem 14. Jahrhundert gesichert. Das ist übrigens unser Hotel, ein W&B am Stadtrand von Colmar mit bester Anbindung an das Umland. Die erste Station, Libreville. Die langgezogene Hauptstraße von Ribeauvillé, des romantischen Winzerstädtchens an der südlichen Weinstraße des Elsass, ist das pulsierende Zentrum des ansonsten ruhigen Ortes. Knapp 5000 Einwohner zählt Ribeauvillé, das auf Deutsch Rappoltsweiler heißt. Die Stadt liegt landschaftlich reizvoll am Fuß der Vogesen. Colmar ist nicht weit entfernt und darum zählt der Ort auch zu den vielbesuchten Touristenorten der Region. Nicht umsonst nennt man Reichenweiher auch das elsässische Rothenburg. Denn das 1100 Einwohner-Städtchen bei Colmar hat sein Erscheinungsbild aus dem 16. Jahrhundert komplett erhalten. Innerhalb der Stadtmauern sind Pkw nicht erlaubt. Somit sind Fußgänger unter sich und das sind nicht gerade wenige Touristen, die sich durch die Straßen drängeln. Ein Blick auf den Stadtplan zeigt, dass die Stadt planmäßig angelegt wurde. Das war im 13. Jahrhundert. Fachwerkhäuser mit Renaissancefassade, mit Blumen verschönerte Innenhöfe, prächtige Bauten ziehen sich entlang der Hauptstraße zwischen Rathaus und dem sogenannten Dolder, einem hohen Turm mit dem Eingangstor zur Altstadt.
So, dann sind wir noch nach Kaisersberg, das liegt im Tal des Flusses Weiß, nordwestlich von Colmar an der Elsässer Weinstraße. In der Altstadt gibt es viele reich verzierte Fachwerkhäuser. Ist alles hübsch anzusehen. Ich schaue mir ja gerne alte Häuser an, vor allem auch von innen. Und da bin ich in einem Freilichtmuseum natürlich immer gut aufgehoben. Mehr von den alten Häusern im Elsass gibt es im Ecomusée d'Alsace. Das ist das größte Freilichtmuseum Frankreichs und befindet sich beim Ort Ungersheim. Das Museum ist 1984 entstanden, gegründet von einer Initiative. Heute gibt es hier über 70 Gebäude. Alle irgendwo im Elsass abgebaut und hier neu aufgebaut. Hier gibt es Gasthöfe, Bäckerei, Töpferei, Friseurladen, Schule, einen steinernen Wohnturm, Bauernhöfe, Wohnhäuser und eine Fischerhütte. Da sollte man schon einen halben Tag Zeit für haben. Das Museum ist nicht ganz so klein. Nicht weit weg vom Freilichtmuseum liegt die Stadt Neuf-Brisach, eine planmäßig angelegte Festungsstadt, gebaut unter Sonnenkönig Ludwig XIV. Die gewaltige Festungsmauer ist bis heute bestens erhalten. Schaut mal in meiner Playlist Elsass nach, da gibt es ein extra Video zu Neuf-Brisach. Hochkönigsburg liegt in 900 Metern Höhe am Rand der Vogesen. Der deutsche Kaiser ließ die gewaltige Mittelalterburg so wieder aufbauen, wie sie im 15. Jahrhundert ausgesehen hat. Hochkönigsburg ist heute einer der meistbesuchten Touristenorte im Elsass. Schaut doch hier mal in meiner Playliste vom Elsass nach, da gibt es ein extra Video zu Hochkönigsburg. Unterhalb der Hochkönigsburg liegt die Stadt Sélestat, auf Deutsch Schlestadt. Kaiser Karl der Große hatte hier eine Pfalz und hat hier angeblich 1775 Weihnachten gefeiert. Sélestat nennt sich gerne Geburtsort des Weihnachtsbaumes. 1521 soll hier der erste verkauft worden sein. Die Stadt hat eine nette Altstadt mit verwinkelten Gassen.
Hier haben wir uns tatsächlich verlaufen. Interessante Kirchen gibt es in der Altstadt. Mal die gotische Kirche St. Georg und dann die romanische Kirche Saint-Vit. Sie stammt aus dem 12. und 13. Jahrhundert. Auf dem Weg zurück nach Colmar kommen wir durch Markolsheim. Hier liegt die Kasematte 35-3, ein Rest der Maginot-Linie, der französischen Verteidigungslinie entlang der Grenze zu Deutschland, Italien, Belgien und Luxemburg. Sie wurde 1930 bis 40 gebaut. Beim Bunker in Markolsheim findet man zudem Panzer, Geschütze und andere Fahrzeuge. Schaut mal nach in der Playlist vom Elsass, ich habe zu dem Bunker ein extra Video gemacht. Heute sind wir als erstes in Ebersmünster. Das Kloster Ebersmünster soll um 675 gegründet worden sein. (1791) wurde es aufgelöst. Heute steht die dreitürmige ehemalige Abteikirche St. Mauritius hier. 1727 gebaut, gilt sie als eine der schönsten Barockkirchen im Osten Frankreichs. Auf der Fahrt Richtung Straßburg kommen wir nach Antlau. Hier steht die Abtei Antlau, 880 von Kaiserin Ricardis gegründet. Hier war früher ein sehr bekannter Wallfahrtsort. Nicht weit entfernt liegt Obernai. Hier wird übrigens das Kronenburg-Bier gebraut. Obernai hat eine hübsche Altstadt mit schönen Fachwerkhäusern am Marktplatz. Kurz vor der Grenze nach Deutschland kommen wir noch in die kleine Stadt Rosheim. Interessant ist hier die romanische Kirche Peter und Paul. Sie wurde aus gelbem und rosa Sandstein um 1150 gebaut. So, das war's aus dem Elsass.